Hallo zusammen, ja, euer Bossbot ist wieder hier, wir zocken weiter Vampyr. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, das Blut von dem Typen analysiert, der trotz unserer guten Fähigkeiten ja gestorben ist. Und haben uns, glaube ich, weiterentwickelt, oder? Jetzt lass mich mal kurz gucken, wie ich das hier was Falsches erzähle. Genau, Schattenschleier, ja doch, passt. Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, als wir aus Swansea müssen wir von dem Blut erzählen. Und mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Aber inzwischen weiß ich ja, dass einige doch Sachen tauchen wieder neu auf. It's locked, all right. Okay, die ist immer noch. Ich lasse mich immer noch von dieser Kiste foppen, ne? So, sind hier noch irgendwie Sachen neu aufgetaucht? Doch nicht. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte eigentlich, dass an einigen Stellen was Neues spawnt. Aber vielleicht, wenn man Sachen verbraucht. Müssen wir mal im Auge behalten, weil sonst sind wir irgendwann ein wenig... Naja, haben wir zu wenig Material. Aber jetzt erstmal zu Dr. Swansea. Da ist er. Hat er hier irgendwas? Inzwischen was Neues, was wir uns aneignen können. Halt. Achso, das sind Gewichte, deswegen haben sie... Da. Okay. Hallo. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ich habe das Blut untersucht, das haben wir ja gemacht. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Ja, haben wir noch was anderes? Ich versuch's einfach mal. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Ja, vielleicht mache ich London zu meinem Reich. Naja, besser nicht, ne? Es ist zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. Na doch, wir helfen hier, ne? I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? Oh. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Alles klar, okay, unsere Schwester wird also begraben. Naja, die ja eigentlich auch ein Gewissen haben, wenn man es richtig betrachtet. So, hier noch irgendwo. Was ist? Dann begib dich zum Stonebridge Friedhof. Das machen wir. Allerdings lasst mich mal ganz kurz noch eben ein bisschen checken, ob wir doch noch mal irgendwo vielleicht was haben. Apropos haben.
Wie sieht das denn mit den Leuten hier aus? Wir haben hier einmal, der erholt sich, da haben wir eine Erkältung und wir haben Kopfschmerzen. So, Erkältung und Kopfschmerzen. Haben wir dazu noch Material in unserem Inventar? Ist das das? Ja. Erkältung hätten wir noch. Ne, Kopfschmerzen und Erkältung haben wir, Kopfschmerzen. Wir müssen also noch etwas gegen Kopfschmerzen entwickeln. Dann lasst uns noch mal schnell unser Büro flitzen. Ich würde nämlich ganz gerne so viel wie möglich von ihren verschiedenen Leiden heilen. So. Ich drücke mal E, weil ich es aus anderen Spielen gewohnt bin, mit E die Tür zu öffnen und nicht mit F. So. Oh, wir haben gar keine... Ja, wir haben nichts gegen Kopfschmerzen. Oh. Na gut, warte, dann können wir auch hier raus. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Er ist zumindest kein gutloser Mörder, zumindest spielen wir ihn ja nicht so. Wo man ihn auch, glaube ich, so spielen könnte. Das ist in Ordnung. Also, naja, ne, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Du da, bist du derjenige, welcher, der... Ist das der Blonde von den beiden? Der hat die Erkältung. Ja. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Kein Problem. Wir gucken mal kurz durch. Hat er noch irgendwas? Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Ah, alles klar. Okay, Angst vor Ratten. Na gut. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Das ist eine Idee, ja? What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Ja. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Ich werde kein Wort darüber hören. Ich werde kein Wort darüber. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah.
It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Ja, stimmt. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? Also er hat das schon mal durchgemacht. Na gut, okay dann. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Ja, das kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ja, doch, wir wissen es leider schon, wie das ist. So, jetzt hier. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Ja, hier, Medizin. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Tada, so. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. So. Gut, dann haben wir den jungen Mann hier auch wieder, naja, beziehungsweise er wird wieder fit. Bei dem anderen können wir das mit den Kopfschmerzen noch nicht machen. Da fehlt uns, wie gesagt, noch das Rezept. Ich weiß auch noch nicht, wo wir das herkriegen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir zu der Beerdigung unserer Schwester kommen. Und das in der Folge noch Probleme schaffen. Achso, das ist eins davon. So. Da leuchtet was. Ja, yeah, perfekt. Ah, Aluminiumpulver und Aluminiumfragmente. Ja. So. Da ist was. Oh, Untersuchung aktualisiert. He's mine! Over there! Vampirakte gegangen, außer Kundenuntersuchung. Vor 3 Tagen aus Rekruten eine Befürchtung über Vampir genommen. Ach, Gerüchte über eine Vampir. Kennen wir von Thelma auf den Flughafen zu beobachten, anschließend direkt Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Alles klar. Dann war das hier der Außenposten, der das Ganze beobachten sollte. Naja, jetzt beobachten sie nicht mehr viel. Können wir auch mit der noch mal in Ruhe drüber reden. Muss mal gucken, wie wir das machen. Patron. Sehr gut. Halt. Hier. Auch noch Zeug. Ausstange, bleibt Platten. Gut. Jetzt. Aber wollen wir erstmal die Sache mit unserer Schwester uns angucken? Whitechapel. Ach, stimmt. Komm schon. Notiz with Boot Boys. Bei Triple niemand gefunden, den für die Boys, den die Boys gebrauchen können. Das ist Abby. Ist dumm wie Brot, aber C. Medikamente und Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen und schnell wieder zufrieden.
Okay. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. Wenn jemanden sieht, der ihn schießt. Ja, dann wollen wir uns gar nicht mit denen anlegen. Gut, wir haben über irgendjemand noch was rausgefunden. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist an der Stelle, wo der eine den anderen versucht hat zu erschießen, beziehungsweise daneben geschossen hat. Da könnte es gewesen sein. Mal kurz gucken. Okay, hier können wir nicht rein. Tod Inside. Ja. Ach, hier an der Brücke sind wir. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wie müssen wir nach da? Wartet mal kurz. Ach, wir hätten vom Krankenhaus anders weglaufen müssen. Jetzt haben wir es. Das heißt, einmal nochmal zurücklaufen. Zurück. Hier runter. Über die Brücke. Genau, wir sind falsch gelaufen. Na gut. Okay, keine Ausdauer mehr. So, hier einmal zurück. Hier ist ja das Krankenhaus, aber wir müssen nach links. Das heißt hier runter. Ah, da vorne geht's rein. Okay. Genau, hier rein. So. Okay, hier waren wir glaube ich noch gar nicht, ne? Das heißt, wir sollten uns auch ein bisschen umgucken, was das Zeug betrifft. Da vorne sind Wachen, okay. Ach, gucken wir. Oh no. So. Wartet mal kurz. Ah, theoretisch könnten wir auch uns anders anschleppen. Jetzt lass mal kurz gucken. Wie war das? Die 4. Ah, da vorne. Da sieht man ihn. Na. Au. Hallo, ich drücke die Sachen auch hin. Halt, warte. Ich würde gerne... Warte mal kurz. Wieso kann ich nicht Tastenbelegung einstellen? Handlung. Nahkampfangriff. Schießen. Wir wollen ja nicht schießen. Wir wollen ihn ja... Ich dachte eigentlich, wir könnten ihn irgendwie quasi schlagen, dass er nach hinten taumelt und... Ich dachte, das wäre eigentlich die Taste. Okay, weil ich würde ganz gerne nämlich den auch nebenbei... Da. Ah, wir müssen... wartet, wie war denn das? Ist das hier drüber zu machen? Mal kurz gucken. Hier. Ah, wir müssen... Wartet. Das geht. Naja, natürlich nicht. Ah, wie schaltet man denn nochmal durch? Das ist die Ansicht. Okay, dann müssen wir vielleicht einfach mal die zweite Hand leer machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir ändern. Nee, das ist okay. Details. Das passt ja auch. Aber ich würde ganz gerne das hier. Können wir ihm denn sagen? Das ist ja ganz toll.
Müssen wir die Tasten durch. Super. Jetzt haut er sich hier irgendwelches Zeug rein. Das ist die Taste. Also mit Z können wir die Hauptwaffe durchschalten. Okay. Oh, das ist P. Ach, C. C und T. Mein Gott. Na gut. Super, schön hängen geblieben. Geht doch. Noch so einen kleinen Snack in der Nacht. So. Kurz gucken, hier vorne genau liegen noch Sachen, die können wir aufheben. Und dann würde ich sagen, machen wir für diese Folge auch erstmal, wenn ich sowieso da drücke. Jetzt gucken, haben wir alles. Alles zu haben. Gut, Leute, dann geht's beim nächsten Mal über die Brücke. Ich sag schon mal danke fürs dabei sein und ja, in der nächsten Folge begeben wir zum Friedhof. Bis dann.